Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio-Video-Magazin und einem neuen kleinen Mini-Vlog unsererseits. Und wir haben wunderbares Wetter, das heißt ab nach de Warbeck in den Niederlanden. Wenn euch das nichts sagt, seid ihr genau richtig, weil das ist ein wirklich cooler kleiner Freizeitpark, den man auf dem Schirm haben muss, weil hier steht die älteste Stahlachterbahn der Welt. Wenn man in Spanien eine betonrinnengeführte, handgebremste Achterbahn ausklammert, was ja auch keine richtige Stahlachterbahn ist, egal wie, 1930 eröffnet, ist schon alt und ist ziemlich cool und wird auf jeden Fall jetzt nochmal gefahren. Wir haben alle den Count zwar schon, aber das machen wir auf jeden Fall. Wir sind nämlich auch für den Count hier und wir müssen irgendwie den Nachmittag überbrücken. Und dafür ist de Warbeck ein richtig schöner, kleiner, süßer Park mit vielen coolen Sachen, die wir euch hier gleich ein wenig zeigen. Kommen wir gar nicht über die Miete. So schnell. Komm mal, kleiner Lounge, ne? Rennrad-Lounge. Oh. Na, okay. Jetzt ist er so. Da kommt das Wasser her. Was ist das denn? Ich das mal getroffen. Ich hab voll abgekriegt. Ins Gesicht. Kann man nicht sehen, ne? Hä? Hi. So, das ist doch ein richtig geiler Achterbahnzug. Das ist echtes, reales Achterbahnfahren. Richtig rough. So Leute, was eine coole Bahn. Nicht nur, dass sie in 4 Jahren 100 Jahre alt wird und gefühlt damit älter ist als die USA, sondern es gibt auf einmal einen neuen Wassereffekt, den wir noch nicht kannten, der uns alle überrascht hat und der auch echt ganz schön viel Wasser zu bieten hat. Das Einzige, was beim Einsteigen war so die Frage, warum ist denn das Polster hier vorne so nass? Ja, das hat sich dann geklärt und einfach spaßige Bahn, hier kommt es auch noch mal vorbei. Knaller, richtig gut. Ja, ein Park mit vielen kleinen Rides noch, die wir jetzt nicht, glaube ich, alle aufziehen müssen, aber kleine Karussells, kleine Rundfahrten mit Bötchen oder in Zügen und auch Seiltower zum Hochziehen und Huli-Gulli, Ballonfahrten, all diese kleinen Sachen, die man so machen kann, aber natürlich noch ein paar mehr Achterbahnen, die wir jetzt auch teilweise besteigen werden oder komplett und auch andere Specials, über die wir gleich noch sprechen müssen. So, das Verrückte ist, wir machen das Step by Step. Erstmal kann man hier die ganze Zeit for free trinken und da waren wir gerade. Also ihr könnt sogar Kaffee for free trinken hier. Und gab gerade erstmal eine kleine Limonade. Und die Achterbahn, die uns noch fehlt, ist im Wechselbetrieb mit dem Wreck-You-Worm da vorne, wo auch in der ganzen Ecke irgendwie augenscheinlich einiges passiert ist und das sieht ziemlich cool aus sogar. Vor allem das Flugkarussell sieht echt nice, das ist in diesem, ja, ich nenne es jetzt mal an, Steampunk angehauchten Look. Und dann sind wir jetzt hier rüber zu einer Achterbahn, die dem Moritz noch fehlt und wir alle anderen haben die schon. Die standen vorher in einem Pfannkuchenhaus hier in den Niederlanden. Alle 15 Minuten darf ich doch meinen Becher auffüllen, oder nicht? So typisch ist. Als gratis, aber Moritz holt sich hier so einen Freestyle-Becher oder so. Ja, klar vor!
Was ist denn jetzt hier los? Und Feuer. Ui. Und wir sind trotzdem noch mal alle mitgefahren. Das war ganz cool, weil die Operatorin hat dann alle introduced, dass wir auf ihr Kommando eine Laola-Welle durch den Zug machen an einer bestimmten Stelle. Und das haben wir dann auch alle gemacht. Die Kinder richtig viel Spaß gehabt. Und dann hat sie irgendwann angefangen mit der Luftpistole, mit dem sie sonst die Bügel entriegelt. Einmal dann bei der Durchfahrt uns alle anzupusten. Und ja, für sowas geht man auch in so kleine Parks. Also wir haben dann ein cooles Erlebnis und Spaß und können euch eine coole Story erzählen und euch Zielgruppen entsprechend einen nicen Park ans Herz legen, wenn ihr eine Family mit kleineren Kindern seid. Nah der deutsch-niederländischen Grenze könnt ihr halt so einen richtig coolen kleinen Park machen, der nicht weit zu laufen ist, der viele kleine Rides hat, der insgesamt auch 4 Achterbahnen hat, was gar nicht mal so wenig ist. Den Wacky Worm haben wir auch alle hier schon, aber daneben steht eine neue Bahn, die macht jetzt gleich auf. Die sind da scheinbar im Wechselbetrieb. Also die sind im Wechselbetrieb. Da stand auch eben, als wir geguckt haben, dass wir noch 18 Minuten warten müssen quasi. Und die Bahn, die da jetzt steht, ist glaube ich aus Abu Dhabi gekommen, dieses Jahr neu. Und ein Spinning Coaster. Und den wollen wir natürlich jetzt auch fahren. Und ja, irgendwie so ein bisschen so ein Space-Thema. Stand glaube ich da mal Indoor. Ja, crazy. Vasa. Auch nicht mit KI gemacht, die Kugel, oder? Die Weltkugel? Die normalen Gäste dann schon, ja. Und das sind dann jeweils Zweiergruppen oder so, denke ich. Sehr gerne. Was soll das denn? Missy 18 sind wir jetzt gefahren. Das ist die neue Achterbahn, die jetzt hier in De Warbeck steht und aus Dubai ja gekommen ist. Ey, habe ich nicht gedacht. Also Gosetto hat das Ding gebaut. Das macht richtig Spaß und ist total so verrückt. So, eigentlich ist es ja nur ein Oval mit so 2 Hügeln da drin, mit Spinning-Gondeln und einer schönen Thematisierung, mit so einer süßen Space-Thematisierung. Ich finde das cool, das passt ganz gut hin. Das ist einfach süß und sieht nett aus und hat echt Spaß gemacht. Sehr seltsame Bügel. Ich weiß nicht, was Gosetto da gebaut hat. Ein bisschen fummeln und drücken kann er klappen, kann aber auch eng werden. Probiert's einfach mal. Und ja, wie gesagt, und die Kinder haben Spaß und wir hatten Spaß. Richtig cool. Da vorne ist so eine Schildkröten-Eisenbahn über so einen Bauernhof. Das ist auch irgendwie witzig. Die Schildkröten sind halt süß. Klein, was ich immer sage. Seen machen Freizeitparks besser. Das ist ein kleiner See auch hier in der Mitte mit so einem kleinen Beach. Aber guckt euch das mal an. Das sieht doch auch total sweet aus. Meiner Meinung nach. Auch mit dem Hofladen, der dann hier als Thematisierung drin ist. Das mag ich. Das sieht, wie gesagt, richtig cool aus. Teacups, Jumper, macht einfach Spaß sowas. Und by the way ist auch das Essen aus der Fritür hier inkludiert. Das ist ein All-Inclusive Freizeitpark. Aber wenn ihr noch mehr wollt, gibt es auch was Neues seit kurzem. Da gehen wir gleich auch noch hin. Es bleibt spannend. Ein Cliffhanger nach dem anderen in diesem Video. Ja, und wenn ich All-Inclusive Park sage, meine ich All-Inclusive Park. Also Fritten, Fleischrolle, Frikandel, Fleischkrokett und so weiter und so fort. Alles ist inkludiert, aber nur so viel ihr auch essen könnt. Jetzt schaufelt da nicht tonnenweise das Zeug raus. Ihr könnt immer wieder dahin gehen. Leute, wenn ihr hier seid, ihr müsst auf jeden Fall hier reingehen. Wie nennt es? Swing Mill. Die Swing Mill ist nämlich richtig oldschool.
Und ja, ein Karussell, was quasi nur im Kreis dreht erstmal. Aber ihr habt eine Kordel und damit bringt ihr euch selber in Schwung und swingt dann hin und her. Das ist ultra witzig und einfach traditional, oldschool und ja, macht Spöckes. Also finde ich gut. Und wenn wir es schon so gut aus der Fritüre hier gegessen haben, also wirklich, ey, die Fleischrolle auch richtig lecker, die Pommes sehr gut, müssen wir natürlich die Avico Pommes-Tüte auch noch mitnehmen. Ja. 1,80. Oh, Nimmst du? Mach Er mal steckt die Arme fest. auseinander. Er steckt fest. Okay, nicht so. Ha, wie ich sehe da nochmal einen Held machen. Peoples, wir sind ein bisschen weiter gesteppt und es gibt nämlich jetzt neu hier noch die VIP Lounge und dann hat man hier eine ziemlich geile Area, wo man draußen sitzen kann, so halb überdacht, überm Wasser. Man kann auch drin sitzen, man kann auch komplett überdacht draußen sitzen und zu dem kompletten All-Inclusive-Angebot gibt es hier quasi nochmal ein VIP-Premium-Angebot, wo dann on top nochmal eine größere Getränkeauswahl inkludiert ist. Soft Eis, so viel bis ihr umfallt oder Uschi umfällt, weil die sich gerade schlapp lacht. Und Churros sind auch noch inkludiert und ein paar andere Sachen könnt ihr sogar noch als Add-on. Ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr als so schon inkludiert ist, wenn ihr euer Tag dann nochmal ein bisschen Premium machen wollt. Super. Ist da jemand zu stark? Hast du gerade dein Eis erdrückt? Jo, das ist aber schon witzig. Ich finde aber vorne sieht doch trotzdem aber besser aus als hinten. The Barback, das war ein kleiner Mini-Vlog unsererseits. Ja, guter Park mit guten Rides, sehr guten Preis-Leistung. Ich glaube, du bist bei 19 € und, glaube ich, für den Park und pro Person All-Inclusive. 4 Achterbahnen, ein paar coole Rides. Es gibt sogar richtig gutes Merchandise und überhaupt, also sehr fein. 6,50 € vorbei, dann gegenüber oder auch hier der Parkplatz, muss man auch dazu wissen, wenn man dann mit dem Auto hier anreisen sollte. Also mit dieser Stahlachterbahn, die in 4 Jahren 100 Jahre alt wird und ja, einfach ein kleiner, feiner Park zum Wohlfühlen und eine gute Zeit haben. Wenn ihr schon mal hier wart, was haltet ihr von dem Park? Und auch wenn nicht, was haltet ihr von dem Park? Lasst es gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten euch noch eine wunderbare Unterhaltung hier auf YouTube, auf unserem Kanal. Gerne abonnieren, um das so zu supporten. Und morgen 18 Uhr sehen wir uns auch wieder zum neuen Video hier auf dem Radio YouTube-Kanal.